Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 64. Folge von Playmocast. Und wie in der 63. Folge schon angekündigt, reden wir heute wieder über die Neuheiten. Und wieder mit dabei, auch schon wie angekündigt, ist Sabrina. Hi Sabrina. Ja, hallo. Ich bin froh, dass du nochmal dabei bist. Und du hast mir ja schon gesagt, dass du in der nahen Zukunft öfter noch dabei sein wirst, solange es dir noch Spaß macht. Und ich hoffe, das bleibt hier der Fall. Und in der heutigen Folge reden wir, wie gesagt, wie angekündigt, über die Neuheiten im zweiten Teil, weil wir haben dann auch so viele Produkte, die noch übrig sind, muss man sagen. Wir haben in der letzten Folge 12 Produkte mitgebracht. Wir haben heute nochmal 10 dabei und kann passieren, dass wir da noch ein paar raussuchen und im dritten Teil dann nochmal über diese Neuheiten sprechen. Heute gibt es eine Besonderheit, denn wir haben ein neues Spielformat mitgebracht. Ein neues Spielformat, das den Namen Meine Besten trägt. Meine Besten. Ja, ich muss kurz überlegen, Sabrina, wie wir das am besten erklären. Auf jeden Fall gibt es einen Artikel vorgeschrieben, der ist schon mal unsere 1. Und beim zweiten Artikel überlegen wir dann, ob wir diesen Artikel, der jetzt neu kommt, davor oder dahinter packen. Also gibt es 2 Positionen zur Auswahl. Beim dritten Artikel gibt es dann 3 Positionen zur Auswahl und immer so weiter. Das ist relativ selbsterklärend, würde ich jetzt mal sagen. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, das ist eine gute Sache und das funktioniert ganz gut. Ja, ich bin auf jeden Fall neugierig und wir schauen einfach mal, wie gut das funktioniert und ob uns das auch genauso viel Freude bereitet wie die letzte Folge. Ja, auf jeden Fall. Sabrina, wir haben ja schon im Sommer aufgenommen und da über sommerliche Produkte gesprochen. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit der Tonspur. Das ist auch so ein Kalenderjahr, das Jahr 2025, in dem es generell Probleme mit Tonspuren gab. Und da der Sommer ja eigentlich nicht so richtig da war, war das vielleicht ganz gut, dass es so gekommen ist. Dafür haben wir aber heute in dieser Folge auch noch ein bisschen was Sommerliches mitgebracht. Also holen wir dann das dann irgendwie in dieser Folge auch nach. Wir gehen mal in den ersten Artikel rein aus der beschriebenen Animal and Friends Reihe. Also eine Welt, in der Tiere und Menschen in Harmonie zusammenleben, wie das ja normalerweise auch sein sollte. Wir haben mitgebracht die 71855. Das ist die lustige Geburtstagsparty. Möchtest du anfangen und das Set einmal beschreiben? Ja, gerne. Kann ich sehr gerne machen. Ich sag erstmal oder erzähle euch erstmal, was hier so Schönes zu entdecken ist. Und zwar sehen wir hier 2 Menschen. Wir sehen Affen, wir sehen eine pinke Baumschaukel, eine Robbe, die sich eine Banane grillt, würde ich jetzt so interpretieren. Eine offene Feuerstelle, ein bisschen Obst, was da noch rumliegt. Dann ist das, glaube ich, wie so ein Babyhippo mit einer Krone auf der Seite, an der Seite am Ohr. Ein Affe, der sich oben da an dem Geländer langhangelt. Das sieht aus wie so eine, wie so eine Überdachung, so eine kleine Chill-Out-Area. Ziemlich So nett eine gemacht. Lampion-Girlande irgendwie, ne? So eine Lampion-Girlande. Ja, genau, die hängt da oben auch noch mit dran, genau. Ja, und die zwei Menschen sind irgendwie auf so einem Holzstamm sitzen, stehen und die feiern hier alle gemeinsam, wie gesagt, die Geburtstagsparty. Sieht alles insgesamt sehr nett aus, irgendwie auch ganz süß gemacht. Der Hase, der da aus dem, ich weiß gar nicht, was soll das sein? Hast du eine Idee, Lars? Wo kommt der Hase da raus? Das ist einfach nur ein Sack, oder? Ich weiß nicht warum, aber das ist, glaube ich, der Standardsack, den sonst der Weihnachtsmann mit im Gepäck hat. Achso, Also oder wenn das jetzt Sackhüpfen? nicht Oder täuscht. Sackhüpfen beim Ich Geburtstag. glaube genau, ja genau, ich glaube, das ist auch genau, das ist der Sack und der wird zum Sackhüpfen sonst verwendet. Und ich denke mal, dass das Häschen hier einfach ein Sackhüpf-Champion ist. Ah, Oder auf dem Weg das haben die dahin. aber gut verbunden. Ja, ne? Stimmt, das sieht so aus, weil Geburtstag würde ja passen, ne? So Ja. Geburtstagsparty, da machst du ja so eine Sachen. Genau. Das wäre ganz witzig, glaube ich, wenn da die Verbindung hier hergestellt wurde. Ja, also insgesamt
ein ganz süßes Set. Also diese Schaukel, die mag ich auch sehr gerne. Ich finde auch die Pilze, diese Fliegenpilze, die da im Hintergrund sind, irgendwie ganz süß gemacht. Da sind an Die so ein sind cool, paar ja, ja. Details gedacht. Ich finde die Menschen auch ganz nett. Die sind jetzt nicht Ja, wahnsinnig aufregend, aber alles in allem, ja, würde ich sagen, erstmal ein verdienter Platz eins. ja, ich wollte, ich wollte auch gerade zu dir sagen, ich bin mal gespannt, wo du es hinsetzt. Aber natürlich müssen wir das hier bei dem ersten Artikel nicht machen. Für die Zuhörer und für die Zuhörerinnen, die hier dabei sind, die Spotify nicht nutzen, kann ich ganz kurz sagen, die Artikel sind natürlich wieder der Podcast-Beschreibung beigefügt. Also da findet ihr den Link, auf den ihr klicken könnt. Und sonst könnt ihr natürlich auch YouTube verwenden. Da gibt es die Folge auch wie bei Spotify mit Video. Da seid ihr ganz gut ausgestattet. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr, wenn ihr nichts von all dem nutzen wollt, mit unseren Beschreibungen hier ganz gut leben könnt. Okay, ich wollte noch ganz kurz sagen, Sabrina, beim letzten Mal, bei der Folge 63, da hatten wir diese Waschstelle oder diese Waschsituation mit dem Hippo Ja. auf dem 12. Platz, glaube ich. Und da habe ich mich am Ende ein bisschen geärgert, dass ich das Set auf Gold gesetzt habe, weil am Ende fand ich es, glaube ich, gar nicht so gut. Ich habe mich da ein bisschen von euch leiten lassen. Also ich fand es schon süß und schon gut, aber als ich dann die Übersicht gebastelt habe, dachte ich mir so, nee, komm, das ist eigentlich kein Goldset für mich, aber okay, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja, ist sich schön anstecken lassen. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter in der Animal and Friends Reihe und zwar geht es hier zum nächsten Artikel. Das ist die 71852. Das ist die kunterbunte Tiervilla und ich fange mal einmal ganz kurz an mit der Beschreibung. Das ist ein Haus, was wir von der Grundform schon kennen. Das ist aus der Scooby-Doo-Welt, die Villa, die da vorkam. Ich finde das Haus an sich ganz cool. Also die Form gefällt mir richtig, richtig gut. Mir gefällt dieser Babyelefant, der dabei ist. Die Giraffe ist richtig süß. Das gefällt mir schon. Aber die Farben sind jetzt nicht so meine Welt. Also da weiß ich nicht, da müsste ich mich. Also ist schon süß gemacht, das passt auch ganz gut ins Thema, würde ich sagen. Aber so an sich sind das jetzt keine Farbkombinationen, die mich irgendwie besonders abholen. Ich pack's aber trotzdem auf die Eins und bin gespannt, ob du es höher hast als die Geburtstagsparty oder tiefer. Ja, ist nicht ganz so leicht. Ich finde das schon auch sehr süß. Also die Figur, die da aus der Tür rauskommt, das könnte tatsächlich auch ich sein. So ganz locker, ein Hosenträger oben, der andere baumelt da irgendwo rum. Also auch ein ganz entspanntes Auftreten. Ja, die Babytiere, gut, die Farben finde ich in Ordnung. Ich finde Mhm. das Set tatsächlich auch wieder sehr detailreich. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Der Vogel, ist das, glaube ich, ein Specht, der da ganz links an dem gelben Pfosten hängt. Hier haben wir auch wieder die Bananen mit dabei, Erdmännchen, Waschbär, eine Baby-Giraffe, ein Babyaffen mit einer Windel um, eine kleine Ente, die da irgendwie Stimmt, der ist runterrutschen. süß, ja. Ja, irgendwie ist das schon ganz süß, ne? Hm? Ja, ich setze es auch auf Platz eins. Okay. Ich muss mal ganz kurz schieben hier. Ich habe die Sachen alle ausgeschnitten. Ja, geht Sonst mir komme auch ich hier, so. glaube ich, durcheinander. Ich muss auch mal kurz sortieren. Vor allem, ich habe in der letzten Runde gar nicht gelegt. Muss ich jetzt mal schnell nachholen. Okay. So, dann sonst dachte ich mir, bei diesem mobilen Spielformat kommen wir sonst hier ein bisschen durcheinander und da habe ich so eine ganz gute Übersicht. Und zwar kann ich auch gleich parallel überlegen, wo ich den nächsten Artikel einsortiere, der auch aus der Animal and Friends Reihe kommt. Das ist die 71951, die kleine Lokausfahrt. Und jetzt bin ich gespannt, ob es für dich die Eins, die 2 oder die 3 ist. Also, das fällt mir jetzt tatsächlich ziemlich leicht. Das ist für mich eindeutig Platz 3. Und ich bin mir sicher, das wird nicht auf Platz 3 bleiben. Mhm. Also, es ist an sich auch nett. Aber es gibt sehr wenig zu entdecken und zu sehen. Die Farben finde ich schön. Also, Ja, eine Lok vorne dran mit 3 Anhängern, ein paar Tierchen zu sehen. Die Figur finde ich auch ganz nett. Aber was mir hier wirklich ins Auge fällt und
womit ich irgendwie so einen Störfaktor habe, das ist diese Ratte. Ich weiß nicht, irgendwie die ist ja überhaupt nicht süß. Ja, stimmt. Ich finde, es geht. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Nee, also, Ist ein bisschen Splinter. ja, So ein bisschen okay, Turtles. okay. Und Ja, Schildkröten magst du ja. Schildkröten mag ich, stimmt. Ja, tut mir leid. Die kleine Lokausfahrt, ja, ist ein bisschen langsamer unterwegs und deswegen schafft sie es nur auf Platz 3. Okay. Ja, ich finde es richtig, richtig süß. Ich glaube, dass am Ende so bei mir bestimmt ein Top-3-Set. Also deswegen würde ich schon mal sagen, dass bei mir auf jeden Fall die ganz klare Eins. Ich liebe dieses Set, ich liebe diese Farben, ich mag diese Spielzeugeisenbahn. Die kennen wir so ganz grob aus der Nostalgie-Serie. Also ich finde das schon sehr, sehr cool gemacht. Dann mit diesen süßen Tierchen da, der Junge, der da der Schaffner ist und der Lokführer in einem. Also das gefällt mir schon, schon ganz gut. Ich finde es süß, ich finde die Kleidung des Jungen toll. Und wie gesagt, finde das wirklich ein sehr, sehr geiles Set. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja, der Junge ist süß, aber die Ratte nicht. Ja, okay. Ja, ja. Aber dafür hast du einen Igel dabei, der ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, ja, also der Rest ist ja auch süß. Und mit der Figur, da gebe ich dir auch recht. Okay. Okay. Ich glaube, beim nächsten Set bist du ein bisschen mehr abgeholt. Da geht es nämlich an den Strand, an den gerade besprochenen Sommerstrand, den wir ja nur sehr, sehr selten in diesem Jahr hatten. Es ist die 71904 aus der My Life-Serie mit der DLRG-Kooperation der Ice Cream Truck mit Surfshop. Und jetzt fange ich, glaube ich, wieder an mit der Bewertung. Und ich finde den Truck sehr, sehr cool. Der erinnert ein bisschen an den Playmobil-Film, weil es aussieht wie Dells Food Truck. Also mag einfach den Truck als solchen sehr, sehr gerne. Finde cool, dass sie den endlich mal farblich so ein bisschen umgestaltet haben. Die Farbe des Trucks gefällt mir sehr, sehr gut. Mit dem Eis da oben drauf. Dass es da Eis gibt, ist eine coole Sache. Also das ist schon sehr, sehr witzig gemacht. Die Figur ist tätowiert, was ja irgendwie auch dann eine Besonderheit ist in dem Fall und was ja auch so den Alltag, den Sommeralltag bei Strandausflügen auch so ein bisschen widerspiegelt. Also das gefällt mir schon ganz gut. Ich finde die Klappstühle sehr, sehr süß, die dabei sind. Der Mülleimer ist dabei, an den ist gedacht. Der hat eine coole Farbe. Also ich finde es schon sehr, sehr cool und pack's auf die 2. Okay. Also ich hatte mich in der letzten Folge mit der rasenden Eistüte ja quasi schon geoutet. Eis, damit hast du mich. Stimmt. Also schon alleine deshalb rutscht das bei mir ganz weit nach oben. Ich Ja. kann alles bestätigen, was du gesagt hast. Da gehe ich auch mit. Ich finde das sehr modern gestaltet, also vor allem eben auch mit diesem tätowierten Oberkörper und Beinen. Ich finde auch die Figuren, wie sie angezogen sind, ansprechend, hübsch. Ja. Ich finde auch in dem Truck, also da gibt es ja auch noch ein bisschen was zu entdecken. Den haben sie auch schön eingerichtet, dass man ja da auch noch ein bisschen was sehen kann, sich auch was vorstellen kann. Ja, was mir in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, in welchem Set das war, aufgefallen ist, und das habe ich hier nämlich auch wieder, ich weiß gar nicht, warum die das so komisch machen und die Wangen betonen. Das sieht aus, als wenn da Ja. irgendwie das Auge doppelt gestempelt wurde. Also ich glaube, das wurde Ja, nicht, stimmt. aber es sieht ein bisschen so aus. Bei diesem Surfset, glaube ich, mit den Neoprenanzügen, da war das bei der linken Figur so, dass sie so komisch betonte Wangen hatte. Und ja, ich finde es, also man kann es ja so ein bisschen darstellen, dass es in die Richtung geht, aber ich finde es auch ein bisschen zu übertrieben und finde das hier auch in dem Fall ein bisschen zu doll. Ich weiß nicht, ob das hier auf süß kommen soll, aber so ein bisschen wirkt's. Also mir gefällt es auch gar nicht gut. Finde es ein bisschen übertrieben. Aber ansonsten, ja, finde ich die Gestaltung der Figuren schon sehr, sehr gut. Und dieser Becher, finde ich, hat so mit die geilste Farbe. Also der Becher, ich weiß nicht, ob der Milchshake hat oder was auch immer, aber der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der hat so einen richtig schön kräftigen Türkiston, ne? Genau, genau. Also liebe ich. Ja, muss ich auch sagen. Also, ja, Platz 1. Okay, okay, habe ich ein bisschen erwartet auch. Ich schieb mal ganz kurz hier bei dir einmal, dass ich die Übersicht behalte. Ich bin so leicht durchschaubar. In der Hinsicht schon, ja. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen in die Reihe Magic Unicorns. Da waren wir letzte Woche schon. Und da waren wir auch schon
auf YouTube bei den Shorts, da waren wir schon unterwegs. Ich liebe diese Spielreihe, kann ich schon mal sagen. Also Magic Unicorns ist eine richtig, richtig tolle Themenwelt. Wir gehen hier mal rein und haben die 71838 mitgebracht. Das ist das gemütliche Feenzuhause mit Goldeinhorn und Stall. Und jetzt bin ich gespannt, wo du es platzieren wirst. Ja, Platzierung weiß ich noch gar nicht, aber ich gehe das mal systematisch hier einmal durch. Also vielleicht erstmal was so zu sehen ist. Wir sehen hier zwei Figuren, zwei Feen mit Flügeln. Die eine hat so einen ja, grünlichen, was ist das, ein Kleid oder ein Gewand? Welche Figur gefällt dir besser? Die pinke. Okay. Die finde ich schon besser, weil die nämlich auch noch so einen Haarkranz hat. Und ich finde also das Outfit von den Farben her einfach sehr viel schöner. Ich mag das auch mit dem Oberteil und mit dem Rock, dass das nochmal abgegrenzt ist und nicht so ein Einteiler. Dann sehen wir ein goldenes Pferd, ein wunderschönes goldenes Pferd. Sehr, sehr hübsch gemacht. Also das gefällt mir auch wirklich gut. Und ein ganz süßes Haus, also so wie ich mir ein Feenhaus auch vorstelle. Mit einem Kehrbesen, mit einer Gießkanne, mit einem Wassertrog. Sieht auch so aus, ne? Als wenn die Fee dem Pferd da jetzt was zu trinken geben möchte. Also da gibt es ganz viel zu sehen und zu entdecken. Aber liegt das jetzt über meinem Eis oder unter? Das ist natürlich jetzt schwierig. Aber ich glaube, ich lasse den Surferwagen auf Platz 1 und dieses Set Ja. hier kommt auf Platz 2. Okay. Ich finde es wirklich sehr, sehr perfekt. Ich mag diese ganze Themenwelt, obwohl ich, wie gesagt, mit den Figuren, mit dem Thema an sich, mit Einhörnern komplett gar nichts zu tun habe. Also das wird auch, glaube ich, immer so bleiben. Aber ich finde halt diese Gestaltung so cool. Ich mag, dass das so eine in sich geschlossene Themenwelt ist, wo du richtig viele Details dann richtig gut verarbeitet hast oder auch zusammenhängend gestaltet hast. Das gefällt mir ja wirklich sehr, sehr gut. Da denke ich mal, da kommt im nächsten Jahr dann noch das eine oder andere fabelhafte Set auf den Markt. Und wo wir gerade bei fabelhaft sind, du hast das Einhorn, also dieses Pferd schon angesprochen. Ich finde es sehr, sehr grazil, sehr, sehr glamourös. Gefällt mir einfach gut. Ich finde, das Haus ist perfekt. Besser kannst du es nicht machen. Du hast einen Briefkasten dabei, der ist ganz süß. Also das ist wirklich cool gestaltet für die Feenpost. Und ich finde es wirklich perfekt und überlege gerade, ob ich es auf die 1 packe oder auf die 2. Ich habe auf der 1 ja die kleine Lokfahrt und ich finde es ein kleines bisschen besser, glaube ich. Deswegen packe ich es auf die 2. Obwohl, ich muss kurz überlegen. Ich weiß es gerade wirklich nicht, weil Was die hast du Lokfahrt so aktuell? süß ist. Was hast du auf Platz 1 gerade? Die Lokfahrt, Ah ja. also die Lokausfahrt. Ich finde die halt so süß. Das Feenzuhause ist auch richtig cool. Ich pack mal das Feenzuhause. Ich meine, die können sich anmelden, ne? Die haben einen Briefkasten. Die haben eine Meldeadresse. Das ist schon stark. Mehr geht nicht, ja. Also wirklich, wenn du nicht zu Hause bist, dann bist du immer noch erreichbar. Ja. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ich pack's auf die. Ich find's so süß, ich pack's auf die 1. Ich dachte gerade so, ja, das ist so perfekt, das ist so perfekt. Das kommt auf Platz 2. Krass, richtig perfekt. Okay. Wäre ein guter Move gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wäre eine gute Finte für die nächste Folge. Wohin damit? Aber wir gehen weiter. Wir gehen zu einem populären Thema. Einem Thema, was, glaube ich, für Eltern sehr, sehr wichtig ist und auch ein Thema, das für Kinder sehr, sehr wichtig ist. Denn es gibt mindestens zum 3. Mal eine Zahnfee von Playmobil. Wir hatten, werde ich hier im Video parallel einblenden, schon die 5381 und die 71758 als Zahnfee im Set von Playmobil. Und jetzt haben wir wieder eine Zahnfee dabei. Und weil ich beginne mit der Einschätzung, sage ich gleich, das ist das perfekte Set. Ich glaube, du kannst es nicht viel besser machen. Hier hast du, glaube ich, alles mitgeliefert, was du brauchst. Du hast die besten Farben in der besten Farbkombination. Nicht nur für dieses Thema, sondern darüber hinaus. Ich finde, hier ist alles schlüssig, hier stimmt alles, hier weiß ich nicht. Also, ich bin mal gespannt, was du gleich zu dem Thema sagst. Aber also bei jeder Wohin damit Serie oder Folge wäre das für mich auf jeden Fall mein Joker. Ich finde es so toll. Finde die Figur, die Fee so gut.
finde den Jungen mit dem Schlafanzug so gut. Ich finde selbst den Spiegel traumhaft schön. Also, weiß ich nicht. Ist bei mir auf jeden Fall die Eins. Ich fühle dich, Lars, wirklich. Ich kann das total nachempfinden. Also ich habe da auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich mag Mhm. das auch unglaublich sehr. Ich mag das angucken. Die Farben sprechen mich an. Der kleine Junge. Ach, irgendwie verbinde ich das auch selber. So, man verbindet das mit seiner eigenen Realität. Also wie oft haben wir als Kind Mhm. dann auch mal einen Zahn verloren? Also haben wir ja alle. Kommen wir alle nicht drum herum. Hm? Zwangsläufig. Zwangsläufig, genau. Und haben irgendwie gedacht, toll, für den ganzen Stress, den wir jetzt mit diesem Zahn hatten, kommt jetzt zumindest die Zahnfee und belohnt uns. Und dann Genau. ist das doch total clever, in diesem Set sogar so eine richtige Zahndose mit reinzupacken. Also das finde ich einfach auch total cool. Und ich glaube, das spricht In die der Kids coolsten vielleicht auch Farbe noch mal überhaupt. mehr an. Ja, Ne? genau. Genau, und ich mag auch diese Rosétöne Ja, an der Zahnfee, das finde ich, haben sie sehr gut umgesetzt. Also da hat sich wirklich ja. jemand viele Gedanken gemacht und die richtigen Entscheidungen getroffen. Haben sie perfekt gemacht, muss man sagen. Wirklich. Haben sie. Haben sie auf jeden Fall perfekt gemacht. Ich finde es einfach gut gelöst. Also, das ist eine Farbkombination, bei der ich so im Vorfeld sagen würde, ja, weiß ich nicht genau. Aber man sieht ja hier an der Figur, selbst mit der Haarfarbe im gleichen Farbton, also besser geht's einfach nicht. Ja, also auch bei mir Platz eins. Das ist witzig, dass wir da die gleiche Positionierung haben. Bin mal gespannt. Ich muss das ganz kurz einmal rücken. Moment. Bin mal gespannt, ob das für das nächste Set auch so gilt, denn wir haben mitgebracht unser Lieblingsthema, der Sommer, der Strand, 71906, der Familienspaß am Strand. Und du bist, glaube ich, dran mit der Einschätzung, ne? Ja, ich kann mich gar nicht satt sehen. Weißt du, ich glaube, so ein Sommertag, wann hatten wir das letzte Mal? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, stimmt, das stimmt. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Also, mein erster Impuls ist, na ja, ist okay, haut mich jetzt aber nicht um. Mhm. Irgendwie gibt es da ja auch ein bisschen was zu entdecken. Da gibt es einen Jungen, der hat ein umgedrehtes Cappy auf, das irgendwie ganz süß gemacht, haben sich gut überlegt, Sehr eine cool. Sandburg, die man umstecken kann und sich dementsprechend auch verändert. Ein Hund, der auf Mhm. dem kleinen Berg da rumläuft. Die Mutti oder die große Schwester, da finde ich die Frisur sehr schön. Den Badeanzug oder Bikini finde ich ganz furchtbar. Ja, der ist wirklich schrecklich. Ja, danke. Ja, finde ich nämlich auch. Also da haben sie nicht nachgedacht. Nee, haben sie verpasst. Aber ich habe noch einen Punkt, den erzähle ich gleich nachher noch. Finde ich noch viel schrecklicher, aber ich bin mal gespannt, was du zu dem Rest sagst. Ja. Also den Schwimmreifen finde ich ganz nett, aber einfach, weil ich so einen ähnlichen auch habe und deswegen finde ich das irgendwie ganz cool. Hatten wir ja vorhin schon mal. Ich mag Schildkröten, deswegen Ja, ist das so ein Punkt, wo es wieder ein bisschen bergauf geht für dieses Set. Aber so allem in allem, ich muss mal auf meine Liste gucken. Na gut, okay, also das rettet jetzt so ein bisschen die Lok. Also dieses Set hier wandert jetzt mal auf Platz, was haben wir denn hier? 7? Jo. ja, okay. Also ist der letzte Platz bei dir bisher, ne? Das ist der letzte Platz. Hm. Okay. Also ganz so tragisch sehe ich es nicht. Ich finde das Set, ich finde es natürlich cool, weil ich den Sommer liebe und weil ich da ganz, ganz viel Verbindung habe. Jetzt habe ich aber auch keine Verbindung zu Sandbogen. Also ich bin jetzt knapp seit 1,5 Jahren aus dem Alter raus, dass ich Sandbogen baue. Deswegen spielt das, deswegen spielt das bei mir jetzt nicht mehr so die größte Rolle, aber der Hund ist süß. Der Hund ist süß, das Szenario ist süß. Man findet sowas ja wirklich am Strand. Ich mag diesen lilanen Eimer oder diesen fliederfarbenen Eimer, der dabei ist, obwohl das jetzt nur kleine Details sind, die vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit bräuchten. Ich finde diesen Sonnenschirm wirklich katastrophal hässlich. Oh, Also ich okay. finde den so hässlich, dass ich den fast schon wieder cool finde, weil das so ein bisschen so typisch Omi-Look. Also nichts gegen Omis und nichts gegen ihre Strandbegleitung in Form von Windschutz und Sonnenschirm, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich mir denke, boah, also da kannst du dir ruhig mal wieder einen neuen kaufen. Der ist doch noch gut. Der ist Also noch heil. der funktioniert doch noch, mein Kind. Und deswegen, also ich finde es halt so ganz cool. Ich mag diese Mutter, die gefällt mir so sonst farblich
Also nur so halb, aber sonst finde ich die Gestaltung, diese Strandfigur ganz cool. Ich mag die Kleidung des Jungen. Und Pax, der Junge hat sogar Schwimmflügel, ne? Ja, ja, genau. Das ist sehr süß. Ich pack's mal auf die Position vor der Tiervilla und hinterm Ice Cream Truck auf die 5. Position. Was hast du auf Platz 6 und 7? Also die Villa und? Die Tiervilla und die Geburtstagsparty. Ah ja. Genau, also ich hoffe, ich fahre damit ganz gut. Mal gucken, wie die nächsten Positionierungen so werden. Denn das nächste Set ist die 71886 aus der Reihe Princess Magic. Da gibt es das Duo-Pack Prinz und Prinzessin. Und ich kann dir gleich mal sagen, dass ich es richtig, richtig geil finde. Ich finde, das ist ein perfektes Set. Nicht ganz so gut wie die Zahnfee. Und ich weiß nicht, ob es genauso gut ist wie die Lokausfahrt, aber ich finde es irgendwie von den Farben des Prinzen her wirklich sehr, sehr cool. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Frisur des Prinzen, aber sonst finde ich, geht das komplett durch. Also richtig cool und die Prinzessin gefällt mir halt farblich sehr, sehr gut gestaltet. Diese blonde Prinzessin wäre, glaube ich, so mein Traum in meiner Kindheit gewesen. Ich finde die, obwohl es nicht meine Farben sind, finde ich die farblich wirklich passend und finde das Set irgendwie richtig, richtig süß. Also weiß nicht, was das in mir ist, aber ich mag irgendwie dieses Set sehr, sehr gerne. Und pack's auf die, oh, jetzt muss ich überlegen, auf die 2. Oha. Oha, okay. Also, ich formuliere meine Bewertung jetzt mal nett. Ich habe gerade überlegt, oh, ich wollte jetzt hier direkt, also ich habe schon richtig, das pulsiert schon. Mhm. Also meins ist es gar nicht. Mhm. Ja, so die Feinheiten an dem König, das schon ganz nett gemacht. Und ich erkenne auch, dass es ein König und eine Königin sein soll. Das ist schon mal gut. Aber der Rest, also da bin ich komplett raus. Ich finde, das Gelb und das Pink passt für mich überhaupt nicht zusammen. Die Schuhe, die da unten rausgucken, dann Ja, das ganze Nackte da oben und irgendwie diese Halskrause. Also es ist kein Halskrause, aber es sieht irgendwie so aus, die auch nur so halb so irgendwie drüber liegt. Ich weiß gar nicht, wie sagt man denn dazu? Was ist denn das? weiß ich gar nicht genau. Soll das ein Schal sein? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich finde auch, also die hat für eine Prinzessin und dann auch für eine Playmobil-Prinzessin wirklich ein bisschen viel Dekolleté. Ist sie ein bisschen nackt, ne? Ja, ja, finde ich ja auch. Sehe ich jetzt auch wirklich. Mhm. So, für alle, die jetzt hier zuhören, guckt euch das unbedingt an und überzeugt euch selbst. Genau. Also das ist leider bei mir auf Platz, was haben wir jetzt, den 8. Also letzter Platz. Oha, Ja, oha, das habe ich bei dir auch gedacht mit Platz 2. stimmt, ja. Ich habe auch nur so Mädchensets oben, sehe ich gerade, ne? Ich habe irgendwie die Zahnfee oben. Ich hatte beim letzten Mal schon aus Magic Unicorns meinen Joker in der letzten Folge und habe dann hier noch das Duo-Pack oben und habe dann das Feen zu Hause auf der 3. Also weiß ich nicht, was hier los ist. Aber ich finde die Sets halt irgendwie gut gestaltet. Also ich finde es sehr, sehr schlüssig, was Playmobil hier macht. Deswegen gefällt es mir so gut. Wollen wir pädagogisch und gesellschaftlich jetzt einmal auseinandernehmen, dass du die oberen Sets Mädchensets nennst? Ja, ja, ja. Ich versuche schon beim Sprechen so ein paar Sachen zu reflektieren und habe das natürlich dann schon dann auch schon so ein bisschen wahrgenommen und Deswegen hast du habe es nur dann auch einmal nicht gesagt, darüber ne? nachgedacht. Genau, habe dann auch nicht darüber nachgedacht, das einmal zu korrigieren, weil es ja tendenziell schon so ein bisschen in die Richtung geht. Also soll jetzt nicht heißen, dass nur Mädchen exklusiv damit spielen sollten, aber ich glaube, der Grundgedanke bei solchen Sachen ist natürlich, dass das für Mädchen gemacht ist und wenn die Jungen damit spielen, dann ist das ja auch gar kein Problem, weil es ja wirklich da auch Punkte gibt, die auch für Jungen interessant sind und ganz, ganz viel ist da einfach gar nicht geschlechterspezifisch, gerade thematisch finde ich, deswegen ist das gar kein Problem und dass das nicht geschlechterspezifisch ist, sieht man ja spätestens auch ein bisschen an meiner Bewertung, weil ich ja ganz offensichtlich diese von mir genannten Mädchensets ja alle richtig feier und ich habe mit den Sets wirklich gar nichts zu tun, habe nichts mit Prinzessinnen am Hut, nichts mit Einhörnern und ich feiere das endlos, also weil es so von der Gestaltung her einfach Sinn ergibt und ich glaube, daran kann man dann schon ganz gut erkennen, dass das auch Jungen machen sollten oder Jungen machen könnten.
Genau, wir denken hier gar nicht so in Klischees, sondern da ging es hier rein um Genau, eine Zuordnung. Genau. genau. Und wir sowieso nicht, denn wenn dann nur ich. Genau, ich habe ja nur ein bisschen rumgepiekst. Stimmt. Wir kommen zu einem Set, das ich nicht als Mädchenset betiteln würde, wobei das natürlich auch legitim ist oder legitim wäre, wenn Mädchen damit spielen. Das ist die 71860 aus der City Action Reihe, die Schatzsuche mit U-Boot. Ich glaube, ich bin dran, ne? Ich glaube auch. Okay, also spricht mich so in erster Linie auch erstmal nicht an, aber weil, also ich verbinde damit gar nichts, Mhm. weder mit dem Tauchen noch mit diesen Maschinen, noch stehe Mhm. ich irgendwie auf eine Schatzsuche unter Wasser. Ich war auch Schade. noch nie mit Eintauchen. Also ich Ärgerlich. glaube, ich war so, ja, total, im Haifischbecken unterwegs und noch nie mit Haien getaucht. Könnte man mal hinterfragen, ne? Ähm, tatsächlich war ich noch nie Warst du auf dem, tauchen, fällt mir warst du auf dem gerade ein. Das würde ich aber Familiengeburtstag? schon gerne mal machen. Also ich glaube, es ist gut umgesetzt, aber spricht mich überhaupt nicht an. Also das wandert bei mir auf jeden Fall auf den letzten Platz, obwohl hier schon ein Mhm. bisschen mehr was zu sehen ist und sicherlich haben die sich da auch irgendwie Gedanken gemacht. Aber ich finde es von den Mhm. Farben her nicht ansprechend. Ich Ja. finde es nicht freundlich. Sagen wir es vielleicht mal so, da scheint ein Mhm. bisschen die Sonne jetzt durch das Bild, aber das ist auch schon alles an Ja. Freundlichkeit, was dieses Bild hergibt. Ja, ich komme mir auch so ein bisschen vor wie der Meeresgrund, weil da kommt wirklich sehr, sehr wenig Sonne durch. Also von daher bin ich da so ein bisschen bei dir und würde auch sagen, das sticht, weil ich habe es auch auf dem letzten Platz und finde auch, wenn du das jetzt isoliert betrachtet, alles, was hier passiert, dann musst du ja erkennen, dass du die Farben weiß, orange und grün hast. Und du hast ja sonst den Hintergrund nicht, also alles, was hier so ein bisschen als Darstellung mit hinzugenommen wurde, fällt ja weg und dann hast du diese drei Farben im Vordergrund. Mir gefallen die nicht. Ich mag die Kombination Weiß-Orange jetzt nicht unbedingt. Finde das so ein bisschen einfallslos. Die Maschine ist natürlich irgendwie cool, also dieses U-Boot ist schon witzig und ich finde auch, glaube ich, witzig, dass es sowas gibt, dass man da irgendwie auf die Idee kommt, ey, komm, lass mal eine Schatzsuche machen hier irgendwo im Atlantik, Pazifik oder vielleicht auch nur am Bodensee. Und, und ich finde Hier das im Brack um die Ecke. genau. Nee, ich finde es, also ist der letzte Platz bei mir. Also ich find's so ganz cool. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Set ist. Also würde es jetzt bei dem Spielformat wohin damit jetzt nicht ins fünfte Tier packen oder so, aber das ist jetzt nicht so meins. Ob das nächste Set eher was für uns ist, werden wir in den nächsten 3 Minuten erfahren. Es ist die 71853, denn hier geht es in die Lüfte, hoch hinaus, weit hinaus. Es ist die Ballonreise. Und ich bin, glaube ich, dran, ne? Ja, genau. Ich finde das Set cool. Also mir gefällt's. Ich finde die Ballons generell, die hier bei uns in Rostock und vor allem über Rostock so herumfliegen, finde ich sehr, sehr cool. Also da siehst du ja im Sommer gerade so, weiß ich nicht, von Frühling bis Herbst siehst du ja tausende von diesen Ballons hier fliegen. Deswegen finde ich das schon mal ganz witzig. Mir gefallen die Farben jetzt nicht unbedingt. Das liegt so ein bisschen an dieser Kombination, obwohl ich es irgendwie süß finde, irgendwie schon verspielt. Also es sieht ja auch so ein bisschen aus wie so Fantasie, ne? Also ja, also ich finde es okay. Weiß ich nicht, ist glaube ich ein Set, was bei vielen richtig gut ankommen wird. Bei mir kommt es auch ganz gut an, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, es reißt mich jetzt mega vom Hocker und ich habe es, glaube ich, in den letzten Wochen auch ein bisschen zu viel auf Social Media gesehen. Also da haben das zu viele Leute gepostet, was nicht heißen soll, dass ich deswegen das Set nicht mehr mögen darf. Aber ich habe es, glaube ich, ja, so oft gesehen, dass ich mir denke, mir fehlt hier irgendwie so ein bisschen das Besondere, wobei das von der Argumentation jetzt auch nicht besonders schlüssig ist, wenn ich mir da selbst zuhöre. ähm, ich pack's auf die. Wo packe ich es denn hin? Ich pack's hinter den Ice Cream Truck und vor den Strand. Ist bei mir der sechste Platz. Ah ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ich finde dieses Set fantastisch. Ich bin hin und weg, Mhm. ich bin verliebt, weil mich das
total anspricht, das zaubert mir Mhm. ein Lächeln auf die Lippen oder ins Gesicht. So, auf die Lippen, das ist ja komisch. Ja, siehst du, wenn man verliebt ist, dann redet man auch Quatsch und das ist jetzt der Beweis dafür. Genau, Ich das mag tritt die hier komplett Farben. ein. Ich find es schön, dass es so bunt ist. Ich mag die Figuren, die in dem Korb sind. Es hat einen Anker, Mhm. es hat die Säckchen, diese Gewichtssäckchen, es hat die Leiter zum Rein- und Raussteigen. Die Figur hält auch noch diesen, na, ist das der Befeuerer, würde ich jetzt fast sagen, aber damit der Ballon natürlich nach oben geht. Mhm. Ich bin hin und weg. Ich finde, die haben das super umgesetzt. Das passt in jedes Kinderzimmer. Das sieht Ja. wirklich toll aus. Also, ich habe kurz gestruggelt, erster oder zweiter Platz. Also für mich ist es auf jeden Fall ganz weit oben. Mhm. Ist nur die Frage, finde ich das jetzt besser als die Zahnfee oder nicht? Wollte ich gerade fragen, ja, ist es besser als die Zahnfee? Ich glaube nicht. Also ich Mhm. würde sogar auf einen Platz schieben, wenn ich könnte, kann ich aber nicht. Deshalb bleibt die Mhm. Zahnfee auf Platz 1 und die Ballonreise geht auf Platz 2. Stark. Finde ich cool. Finde ich cool, dass wir da auch ein paar Abweichungen haben und ich finde das Set schon cool. Also, du hast schon wirklich recht. Aber wie gesagt, die Farben, weiß ich nicht. Also ich habe es halt im Gegensatz zu dir ja auch noch gar nicht gesehen. Also ich verfolge das ja auf Social Stimmt. Media nicht und deshalb wird mir das da gar nicht angezeigt. Und von daher Mhm. haut mich das so auf den ersten Blick auf jeden Fall total vom Hocker. Ja, verstehe ich absolut. Ja, das verstehe ich absolut. Ihr könnt unsere Rankings natürlich hier in der Summe nochmal komplett sehen. Sonst müssten die, wenn ich das hinbekommen habe, links und rechts neben dem Artikel mitgelaufen sein, sodass ihr da immer wusstet, welcher Artikel auf der jeweiligen Position ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Sabrina, wir machen noch ein neues Spielformat und vergleichen zwei Themenwelten miteinander und vielleicht ist ja auch eine Themenwelt dabei oder vielleicht sind sogar zwei Themenwelten dabei, die wir in der heutigen Folge besprochen haben. Da kommt also noch ein bisschen was Neues und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch sehr. Also bleibt fröhlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.